Guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Mein Name ist Thorsten Rahne. Ich bin Professor für Audiologie am Universitätsklinikum in Halle und leite dort die audiologische Abteilung und möchte Ihnen heute und jetzt einige Informationen geben, wie man denn jetzt nun damit umgeht, wenn man den Verdacht hat oder auch die Bestätigung hat, dass man schwerhörig ist. Hörprobleme und jetzt, was sind die nächsten Schritte, um wieder gut hören zu können? Nun muss man erstmal unterscheiden, was die Ursache ist. Und das kann man dem Laien ja nicht wirklich zumuten. Aber so ganz grob kann man das, glaube ich, schon an dieser Folie sehen, dass es da unterschiedliche Pfade gibt. Zum einen, was ist, wenn das Hören akut und ganz plötzlich sehr stark schlecht geworden ist? Dann steckt oft ein sogenannter Hörsturz dahinter oder auch ein Unfall. Ja, Professor Zahnert hat vorhin diese Ohrfeige angesprochen. Das wäre auch so ein plötzlicher Abfall des Hörens. Und wenn das eingetreten ist, dann erfordert das in der Regel eine zeitnahe Abklärung und auch eine Behandlung durch einen Hals-Nasen-Ohren-Facharzt. Also dann ist der Weg zum Arzt oder auch in die Notaufnahme eigentlich der richtige. Was ist aber, wenn das Hören über mehrere Jahre fortschreitend schlechter wird? Wenn Sie also, wie es der Professor Rahne eben angesprochen hat, vielleicht ab 50, 60 Jahren Lebensalter plötzlich merken, naja, so ganz so gut, wie es früher war, ist es jetzt nicht mehr. Wenn das eingetreten ist, dann sind regelmäßige Hörtests notwendig, um festzustellen, wie schwer ist der Hörverlust und was kann ich tun, was geht jetzt schon zu tun. Und wenn Sie schon seit sehr langer Zeit schwerhörig sind, dann wird auf jeden Fall auch eine Beratung zu Hörlösungen empfohlen. Und ich denke, in der heutigen Zeit kann man sich von dem Glaubenssatz verabschieden, dass es ja für mich gar keine Lösung gibt. Ich denke, heute ist eine Beratung auf jeden Fall sinnvoll. Warum das alles? Das Ziel einer Hörversorgung ist, dass die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben stattfindet oder wieder stattfindet. Und das geht natürlich nur durch gute Kommunikationsmöglichkeiten. Wie kommt man nun zu seiner Hörlösung? Da möchte ich hier mal die Versorgungsstruktur für Hörlösungen in Deutschland vereinfacht darstellen. Wir haben da zunächst einen Punkt, das ist die Facharztpraxis für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Die sind in den kassenärztlichen Vereinigungen der jeweiligen Bundesländer organisiert. Und da sind dann die Hals-Nasen-Ohrenärzte und Ärztinnen und es gibt auch Möglichkeiten, Hörtests durchzuführen. Dann haben wir auf der anderen Seite aber auch die Hörakustiker, die als Handwerker organisiert sind in den Innungen und die Ansprechpartner sind, wenn Hörgeräte zu verkaufen sind oder auch für Hörtests, wie eben schon im vorherigen Vortrag angesprochen. Ja, und dann haben wir auf der nächsten Ebene die Kliniken. Zum einen erstmal so die Kliniken, Hals-Nasen-Ohren-Kliniken mit einer Krankenhausambulanz teilweise oder auch die Universitätsmedizin mit einer angeschlossenen Hochschulambulanz. Auch dort kann man ambulante Termine vereinbaren und sich informieren, untersuchen, beraten lassen. Und dann gibt es eine Ebene weiter, Rehabilitationseinrichtungen. Die sind insbesondere dann wichtig, wenn eine Cochlea-Implantatversorgung stattgefunden hat und dann ein Hörtraining erfolgen soll. Es gibt Selbsthilfe- und Patientenverbände, die auch gute Informationsmöglichkeiten bieten und die auch sehr niederschwellig angesprochen werden können. Und dann habe ich hier Pfeile eingezeichnet. Das heißt einfach nur, dass es sehr starke Kooperationen gibt, zum Beispiel zwischen den Hörakustikern und den HNO-Fachärzten, aber auch zwischen den niedergelassenen Fachärzten und den Kliniken. Und dann auch die Rehabilitationseinrichtungen kooperieren natürlich mit den implantierenden Einrichtungen. Auf der linken Seite sehen Sie jetzt hier ein Logo, zertifiziertes audiologisches Zentrum. Das ist vielleicht etwas Neues, was es vor wenigen Jahren noch nicht gab. Das ist eine qualitätssichernde Einrichtung von der Fachgesellschaft Deutsche Gesellschaft für Audiologie initiiert und auch gelebt. Dort können sich Einrichtungen, Kliniken, Universitätsmedizin gemeinsam auch mit Rehabilitationseinrichtungen und Hörakustikern zertifizieren lassen. Und das sind dann solche zertifizierten Zentren, die wirklich das gesamte Spektrum der Hörtherapie anbieten können und das mit einer gesicherten Qualität hinsichtlich der Versorgungsprozesse.
Ich möchte nun kurz sagen, was es für Möglichkeiten gibt, das Hören zu rehabilitieren. Dieses Bild soll Sie erschlagen. Bild spricht wörtlich, es gibt tatsächlich unendlich viele Möglichkeiten, das Hören zu therapieren. Sie sehen hier Hörgeräte in allen möglichen Formen und auch nur wenigen Farben. Da gibt es natürlich noch viel mehr. Sie sehen ein Cochlea-Implantat, Sie sehen ein Knochenleitungsimplantat und all das möchte ich im Folgenden ganz kurz anreißen, um deutlich zu machen, dass es tatsächlich für jedes Problem eine Lösung geben sollte. Das Hörgerät ist natürlich das, was jeder kennt. Ein Hörgerät verstärkt den Schall, der über Mikrofone aufgenommen wird und verarbeitet ihn, verstärkt ihn je nach Tonhöhe auch unterschiedlich stark und an den Hörverlust angepasst, überträgt ihn an den Lautsprecher, der dann im Gehörgang sitzt und den Gehörgang und das Trommelfell beschallt. Es gibt unterschiedliche Bauformen. Man kann das also auch sehr individuell lösen, je nach Möglichkeit, was man haben möchte. Ein Hörgerät in dem Ohr, was also hinter dem Ohr komplett frei ist, oder auch ein Hörgerät, was hinter dem Ohr ist und dann nur über einen durchsichtigen, dünnen Schlauch den Schall ins Mittelohr oder in den Gehörgang leitet. Ja, Sie sehen hier unten, es gibt unterschiedliche Bauformen, unterschiedliche Größen. Und das abzuschätzen, was das Richtige für den entsprechenden Hörverlust ist, das ist natürlich auch die Aufgabe der Hörakustiker, die da jahrelange Erfahrungen haben und auch vieles zum Ausprobieren anbieten können. Wenn Hörgeräte nicht helfen, dann gibt es Hörimplantate, implantierbare Hörsysteme. Ich zeige Ihnen hier das Knochenleitungsimplantat. Knochenleitungsimplantate sind geeignet für PatientInnen, die Schallleitungshörverluste haben. Also wenn der Schall auf dem Weg durch den Gehörgang und das Mittelohr nicht bis zum Innenohr vordringen kann. Für diese Fälle kann man Schall auch an anderen Stellen an den Schädelknochen ankoppeln, wo zum Beispiel an den Schädelknochen hinter dem Ohr. Wenn dort ein Schwinger angebaut ist und ein Hörgerät-ähnliches Teil, ein Audioprozessor außerhalb des Kopfes angebaut ist, dann kann nämlich dieser Schallleitungsblock umgangen werden, indem der Schädelknochen schwingt und damit die Cochlea direkt zu Schwingungen anregt. Diese Knochenleitungsimplantate gibt es auch in vielen Formen, zum einen mit einer passiven Energieübertragung, das heißt, dass zum Beispiel hier eine statische Verbindung durch die Kopfhaut geschaffen wird oder auch eine Magnetkopplung. Oder es gibt auch Formen mit einer aktiven Energieübertragung. Das heißt, er wird induktiv, so ähnlich wie beim Induktionsherd, Energie und auch die akustischen Datenströme zum Implantat, was unter der Kopfhaut liegt, übertragen. Und dieses Implantat kann dann an den entsprechenden Orten schwingen und das Innenohr zum Hören anregen. Hier sehen Sie die aktuell auf dem Markt befindlichen Formen für diese aktiven Implantate. Das ist das Bone Bridge Implantat und auch das OSIA-System. Dann haben wir auf einer weiteren Ebene die sogenannten Mittelohrimplantate. Diese sind geeignet für, wie eben schon gesagt, den Schallleitungshörverlust, aber auch für den kombinierten Hörverlust. Kombiniert heißt, jetzt besteht ein Schallleitungsblock, aber auch eine Innenohrschwerhörigkeit. Und das trifft natürlich auf viele ältere Menschen zu, die ja von der Altersschwerhörigkeit leiden und dann vielleicht auch noch durch eine Entzündung im Mittelohr so eine Schallleitungsschwerhörigkeit haben. Diese Implantate sehen auch so ähnlich aus wie eben diese Knochenleitungsimplantate. Sie sind aktiv, da ist das Implantat unter der Kopfhaut liegend, aber der Schwinger, also der Ort, wo die Schallenergie abgegeben wird, ist jetzt nicht mehr am Schädel selbst, sondern im Mittelohr, an den Gehörknöchelchen oder auch direkt am Eingang zum Innenohr. Und damit umgeht man, wie man sieht, den Schallweg durch den Gehörgang und das Mittelohr. Ja, und mit diesen Implantaten kann also eine Innenohrschwerhörigkeit teilweise kompensiert werden und eine Schallleitungsschwerhörigkeit auch in Fällen, wo ein Gehörgang vielleicht gar nicht angelegt ist. Und dann das Cochlea-Implantat, was ja auch schon angesprochen wurde in den vorhergehenden Vorträgen. Das ist eine klinisch etablierte, vielfach erfolgversprechende Sinnes-
Prothese. Also der Hörsinn, das Hören kann auch, wenn es nicht da ist, wenn man nicht hören kann, wenn man taub ist, in vielen Fällen ersetzt werden durch so ein Cochlea-Implantat. Das gibt es schon seit den 1970er Jahren und weltweit profitieren mehr als 700.000 Nutzerinnen von dem Implantat. Auch dieses besteht wieder aus einem externen Audioprozessor und einem im Kopf, unter der Kopfhaut liegenden Implantat. Und das Implantat hat jetzt so einen Elektrodenträger, der jetzt im Unterschied zu den Mittelohrimplantaten direkt in die Cochlea vorgeschoben wird und da an unterschiedlichen Stellen diese feinen Haarsinneszellen ersetzt und mit Strom stimuliert. Also hier wird direkt in der Cochlea mit Strom stimuliert. Das ist der qualitative Unterschied zu allen anderen Hörlösungen, die ich eben vorgestellt habe. Bisher wurde akustisch oder durch Schwingungen stimuliert und jetzt hier in diesem Fall mit kleinen Strompulsen, so ähnlich wie das ein Herzschrittmacher auch macht. Auch hier erfolgt die Energieübertragung induktiv durch die Kopfhaut. Das heißt, es gibt keine Verbindung durch die Kopfhaut, wo zum Beispiel Keime eindringen können. Und außen am Ohr hängt dann dieser Audioprozessor, der Mikrofone enthält, die Batterien oder auch Akkus. So im Straßenbild sieht man den wesentlichen Unterschied. Das ist diese Spule, die man einfach nur deswegen braucht, um eine Kopplung herzustellen zu dem Implantat. Also hier ist eine Spule enthalten und ein Magnet. Heutige Systeme bieten teilweise auch schon Lösungen an, wo der Audioprozessor und die Spule zusammen in ein System kombiniert werden. Und das sind dann solche Systeme, die dann wie ein Knopf an das Implantat magnetisch angekoppelt werden. Diese Implantate sind also geeignet für Menschen mit hochgradiger Innenohrschwerhörigkeit und oder Taubheit und auch Kinder, die taub geboren werden. Es ist da eine umfangreiche medizinische Abklärung notwendig, um herauszufinden, ob das Implantat wirklich erfolgversprechend ist. Aber genau, das ist ja Sinn dieses Vortrags, um Ihnen vorzustellen, wie man nun dahin kommt. Jetzt zeige ich Ihnen den Weg zum Hörgerät. Diese roten Pfeile sind so diese Eingangstore. Also wo geht man als erstes hin und was passiert dann? Man kann natürlich, wie angesprochen, zum Hörakustiker gehen. Das ist so ein niederschwelliger Weg. Dort werden Hörtests angeboten, oft auch kostenlos. Und was sind die Aufgaben des Akustikers? Auch Anpassung von Hörgeräten, Ausprobieren mehrerer Hörgeräte und dann, wenn man ein Hörgerät nutzt, auch die regelmäßige Wartung. Sie können auch zum Facharzt, zum niedergelassenen Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde gehen. Auch dort findet eine Hördiagnostik statt, die natürlich umfassender ist, als sie ein Akustiker oftmals leisten kann. Der Facharzt ist verantwortlich für die Indikation und Verordnung von Hörgeräten und natürlich auch für die Überprüfung der Hörgeräteversorgung, wenn sie denn stattgefunden hat. Das alles kann auch stattfinden in Kliniken mit einer Krankenhausambulanz beispielsweise oder auch in einer Universitätsmedizin. Hier zeige ich noch den Weg zu einem zertifizierten audiologischen Zentrum. Dahinter verbirgt sich oftmals eine Universitätsmedizin, deswegen sind die Wege dann gleich. Dort finden Sie eine vollständige Diagnostikmöglichkeit, also mit einem objektiven Testverfahren, mit den subjektiven Testverfahren. Sie können sich beraten lassen über alternative Hörlösungen, alle, die es gibt. Auch dort kann ein Hörgerät oder ein Hörimplantat initiiert, verordnet, implantiert werden und auch überprüft werden. Wenn ein Hörgerät nicht ausreicht, dann ist der Weg zum Hörimplantat wichtig. Da ist es notwendig, dass zuvor eine Beratung in einem Spezialzentrum stattfindet. Also würde ich jetzt hier mal den Eingangsweg zu einem spezialisierten Zentrum sehen. Selbstverständlich wird auch ein Hörakustiker oder ein Facharzt Sie dorthin schicken, wenn Sie dort zuerst vorstellig werden. In diesem spezialisierten Zentrum findet dann die audiologische Spezialdiagnostik statt. Dort gibt es große Erfahrungen mit den Operationen, denn mit dem Implantat ist natürlich auch immer eine Operation verbunden. Und die lebenslange Nachsorge findet auch dort statt, oft dann auch in Kooperation mit Hörakustikern und niedergelassenen Ärzten. Deswegen auch hier wieder diese Pfeile in beide Richtungen. Und diese Zentren sind teilweise auch angebunden in diesen zertifizierten audiologischen Zentren der DGA.
Der Weg zum Cochlea-Implantat. Hier ist auch unbedingt eine Beratung in einem Spezialzentrum notwendig. Ja, hier auch der Eingangsweg zum spezialisierten Zentrum, aber auch über die Hörakustiker, über die Facharztpraxis kommt man dahin. Was braucht man dort in diesem Zentrum? Es gibt ein interdisziplinäres Team, das heißt Audiologen, Ingenieure, Mediziner, Pädagogen, Pädaudiologen, die alle arbeiten dort zusammen, auch mit Hörakustikern. Die audiologische Spezialdiagnostik ist dort unbedingt notwendig, die Erfahrung mit Operationen und eine lebenslange Nachsorge. Beim Cochlea-Implantat ist noch die Besonderheit zu beachten, dass auch dann nach der Operation eine Rehabilitation stattfindet, die mit einem Rehabilitationszentrum in Kooperation gestaltet werden muss. Deswegen hier dieses Feld noch. Und hier sehen Sie jetzt eine weitere Zertifizierung, die die hohe Qualität, die man bei Cochlea-Implantaten dringend braucht, sicherstellt. Zwar ist das ganz neu, seit diesem Jahr können sich Zentren, die Cochlea-Implantate implantieren, zertifizieren lassen bei der Deutschen Gesellschaft für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kopf-Hals-Chirurgie als sogenannte CI-versorgende Einrichtung. Das ist ein sehr umfangreicher Zertifizierungsprozess und Kliniken, die dieses Label führen, sind, glaube ich, Garanten dafür, dass dort die Cochlea-Implantatversorgung auf höchstem Niveau, welches im Augenblick notwendig ist, stattfindet. Diese sind oft natürlich gekoppelt mit den zertifizierten audiologischen Zentren der DGA. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, für diesen kurzen Vortrag. Ich wollte es gar nicht so kompliziert machen. Sie sollen einfach sehen, dass es eigentlich ganz einfach ist, wenn Sie schlecht hören sollten, dann den Weg zu einer Beratung und vielleicht auch zu einer Hörlösung zu finden. Und in diesem Sinn wünsche ich allzeit gutes Hören.